Good evening. Guten Abend zusammen. Good evening. Let us, before starting to talk, Bevor wir anfangen zu sprechen gleich, go through a certain guided meditation. lasst uns zuerst eine kleine geführte Meditation zusammen machen. This guided meditation will hold anyway the essence of our talk today. Und diese geführte Meditation wird sowieso die Essenz dessen enthalten, was wir gleich sprechen werden. So let us close our eyes for a moment. Lasst uns unsere Augen für einen Moment schließen. I always say for a moment and then it becomes half an hour. So Immer nur für einen kleinen Moment, aber dann don't take me eine halbe seriously. Stunde. Also nehmt mich nicht so ernst. Let us take a deep breath. Lasst uns einen tiefen Atemzug nehmen Breathe slowly and deeply und langsam und tief. and relax more and more with every breath we take. Und entspannt euch immer mehr mit jedem Atemzug, den ihr nehmt. And as we relax as much as possible, Wenn wir uns so viel wie möglich jetzt entspannen, check if while relaxing you could also remain completely awake. dann schaut bitte, ob ihr euch, wenn ihr euch so viel wie möglich entspannt, ihr gleichzeitig wachsam sein könnt. This means you're fully conscious, yet completely relaxed. Das bedeutet dann, dass ihr vollkommen gewahr seid und trotzdem tief entspannt. So let go and become softer and softer in your being. Lasst alles los und werdet in eurem Wesen immer weicher. Really let yourself disappear into silence. Lasst euch in der Stille verschwinden. And at the same time, don't lose consciousness. Doch verliert zur gleichen Zeit nicht euer Gewahrsein. On the contrary, be completely present. Im Gegenteil, ihr seid komplett gewahr.
Feel your being widely relaxed and widely awake. Spürt, wie euer Wesen ganz weit und entspannt und wachsam ist. Move a bit between these two extremes. Bewegt euch ein wenig hin und her zwischen diesen Extremen. Let yourself free fall. Erlaubt euch frei zu fallen. Letting go of all effort. Lasst alle Anstrengung los. But also keep your mind alert, alive. Doch haltet gleichzeitig euren Geist wachsam und lebendig. And then try to see if you can go beyond relaxation and alertness. Nun schaut, ob ihr noch hinter Entspannung und Achtsamkeit hinausgehen könnt. A state which is both at the same time. In einen Zustand, der beides gleichzeitig ist. And slowly and gently come out of this meditation. Open your eyes softly. Und sanft aus der Meditation heraus und öffnet sanft eure Augen. If I could have some water, that could be great. Thank you. So, what we just did was essentially meditation. Was wir gerade gemacht haben, war in ihrer Essenz Meditation. Meditation
is this strange combination Meditation ist diese seltsame Kombination of complete awareness von komplettem Gewahrsein and complete relaxation. und kompletter Entspannung. Thank you so much. How do you do that? Wie schafft man so etwas? How can you be fully relaxed and fully awake? Wie kann man vollkommen entspannt und gleichzeitig vollkommen wachsam sein? Completely active and completely silent. Ganz und gar aktiv und trotzdem ganz und gar still. Usually our brain, nervous system, body, mind know only to be in one of the extremes. Für gewöhnlich kennt unser Nervensystem, unser Geist und unser Körper nur eins der beiden Extreme. You relax and then you completely relax. Sometimes you come out of meditation and you say, I have no idea if I slept or I was awake, where I was. Manchmal entspannen wir in der Meditation und kommen aus der Meditation heraus und haben keine Ahnung, was so passiert ist, ob wir eingeschlafen sind. Then your friend tells you, no, I heard you snoring. Und dann sagt uns unser Freund, nein, ich habe geschlafen. No, that's a joke. So, at least sometimes. Wenigstens manchmal. So, when we relax, we also often our brain recognizes this as a signal for sleep. Und oft ist es so, dass wenn wir entspannen, unser Gehirn das als Signal dafür interpretiert, zu schlafen. It's like we close our eyes, we relax, we breathe slowly, then the brain says, hey, the guy wants to go to sleep. Wir schließen die Augen, atmen langsam, entspannen uns und das Gehirn interpretiert es als, hey, der möchte schlafen jetzt. And then it takes time for our mind to command our brain to guide it. No, I don't want to sleep. I want to be awake, perhaps the most awake I have ever been in my whole life. Man braucht es einen gewissen Moment, dass unser Geist, unser Gehirn dazu anleiten kann, dass wir nicht schlafen wollen, sondern dass wir tief entspannt und wachsam sein wollen. But then again, what does it mean to be awake? Doch dann wiederum, was heißt es, wach zu sein? Because we know what it means to be awake as to be agitated. Und was wir als wach kennen, heißt angespannt zu sein. To be in the storm of activity or in the storm of worrying or thinking. In irgendeiner Form von Aktivität, sich Sorgen machen oder Gedanken zu sein. We know what it means to be awake when we want something. Wir wissen, wie es sich anfühlt, wach zu sein, wenn wir etwas wollen. Or when we are angry. Oder wenn wir wütend sind. Or when there is a trouble and we need to be alert. Oder wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt und wir auf der Hut sein wollen. That makes us and our brain recognize the state of wakefulness and alertness as an annoying state, a tiresome, exhausting state. Und das wiederum lässt sich unser Gehirn daran gewöhnen, dass der Zustand des Wachseins ein irgendwie unangenehmer und angespannter Zustand ist. So then we identify meditation as the complete relaxation, the other extreme. Und damit verbinden wir dann wiederum Meditation mit dem anderen Extrem der kompletten Entspannung. You see, we don't know what it means to be awake, completely active, completely conscious, completely here, but also completely empty. Dadurch kommt es zur Verwirrung darüber, was es bedeutet, ganz entspannt und ganz aktiv und wachsam zur selben Zeit zu sein. So we tend to sacrifice one for the other. Wir neigen also dazu, das eine dem anderen zu opfern. When we think of meditation, we sometimes think, who wants to work even more? Also in meditation? Wants to work even more? To work, to make more effort.
Und manchmal in der Meditation fragen wir uns auch, okay, was ist jetzt mehr Arbeit? We want to retire, to drop effort. Wir möchten alles fallen lassen, alle Anstrengungen von uns loslassen. So we know only these intervals, these extremes of effort, effortlessness, relaxation, activity. Also wir kennen immer nur diese zwei Extreme zwischen Anstrengung, Entspannung, Aktivität und Ruhe. And this is where there is a split within our being. Und genau da entsteht eine Trennung in unserem Wesen selbst. For most people, the split is of course between dream state and sleep state, deep sleep state and the waking state. Für gewöhnlich kennen wir diese krasseste Trennung zwischen dem Schlaf- oder Tiefschlafzustand und unserem Wachsein. And for spiritual people, the split widens because suddenly there is also the meditative state. Und für spirituelle Menschen erweitert sich diese Trennung noch, denn da gibt es dann auch noch den meditativen Zustand. And we need to learn to reach a state in which we are effortless and still fully alive, present and conscious. Und wir müssen es lernen, einen Zustand zu erreichen, in dem wir unangestrengt entspannt und trotzdem vollkommen wachsam sind. Meditation is it's like groping for this perfect middle point. In der Meditation geht es einfach darum, diesen perfekten Zwischenzustand zu halten. Please remember what is the ultimate purpose of meditation. It is to eventually reach the state the fourth state, beyond sleep, dream and waking. Denn erinnert euch, worum es in der Meditation geht. Es geht darum, diesen vierten Zustand zu erreichen, nach Wachsein, Schlaf, Dream, Awake and... Waking, dream, sleep, waking. Zwischen Traum, Schlaf und Wachsein. So it's an extraordinary state. Das ist also ein außergewöhnlicher Zustand. In a way, it's a state that, like you are still awake while in sleep. Das ist wie ganz wach zu sein, während du schläfst. And for most of us, when we enter meditation, we enter very often this type of abyss where we don't know where we are or we lose orientation. Und oft ist es so, dass wir in der Meditation in eine Art Abgrund sinken, wo wir nicht wissen, wo wir gerade sind und was wir tun. It's more like darkness. Es ist eher wie ein dunkler Abgrund. It's because what we're trying to do is to become conscious in unconscious states. Da müssen wir versuchen, bewusst zu werden in einem Zustand, der eigentlich Unbewusstheit herbeiführt. And it is a struggle Und das ist Anstrengung. because our brain doesn't know what it means. Denn unser Gehirn kennt diesen Zustand nicht. Now this split between wakefulness, activity and relaxation and silence Und diese Trennung zwischen Wachsamkeit, Aktivität, Ruhe und Entspannung is the most basic split within us between active and passive. ist die grundlegendste Trennung in uns zwischen aktiv und passiv. We also call it, at least metaphorically, masculine and feminine, Metaphorisch können wir das auch maskulin und feminin nennen. red and blue, Oder rot und blau. sun and the moon. Die Sonne und der Mond. And
it is amazing to understand that basically being able to master these two opposites is everything you will ever do on your spiritual journey. Und es ist verblüffend zu erkennen, dass diese Trennung zu meistern und diese Gegensätze zu meistern alles sein wird, was du je auf deiner spirituellen Reise tun wirst. I don't know if you're aware of such terms, so I will explain. Ich weiß nicht, ob ihr diese Begriffe kennt, deswegen erkläre ich sie. In my work, when I meet people in person, I work with their Kundalini and subtle anatomy. In meiner Arbeit, in der ich mit Menschen arbeite, arbeite ich mit der Kundalini und der feinstofflichen Anatomie. And in our subtle anatomy, there are one of its elements is that it has two parts, right and left. Und eine Charakteristika unserer subtilen oder feinstofflichen Anatomie ist, dass sie in rechts und links geteilt ist. The right is red, fiery, active, supposedly masculine. Die rechte Seite ist rot, aktiv, Feuer und maskulin. The left is moon-like, blue, relaxed, meditative. Die linke ist eher mondgleich, blau, entspannt, meditativ, weiblich. And so often people come to me and they meet me once and I tell them, well, you are completely stuck on your right side. We need to activate your left side. Und oft kommen Leute zu mir und ich sage ihnen dann, du bist zum Beispiel komplett in deiner rechten Seite gefangen, wir müssen dich nach links bewegen. Then after 1 month they come to me and I say, well, you're stuck completely on your left side. We need to activate your right side. Und dann kommen sie nach ein paar Monaten wieder und ich sage, okay, jetzt bist du ganz auf der linken Seite, wir müssen dich auf die rechte bewegen. And they almost become insulted. Und sie fühlen sich schon ein bisschen veralbert. Because it sounds like they are a sort of, I don't know, pendulum. Denn sie kommen sich vor, als wären sie eine Art Pendel. And also it sounds so frustrating. It's like, okay, so it's not like something steady. I just jump from one side to another. Und es ist auch irgendwie frustrierend, weil es da nichts Beständiges gibt. Okay, ich springe jetzt immer von links nach rechts, oder wie? And then I tell them, but you don't understand. It's because the whole journey is this. Und dann erkläre ich ihnen, dass sie da gerade etwas nicht verstehen, denn die ganze Reise geht genau darum. Moving from right to left, left to right, right to left, left to right, until we begin to settle in the middle point, which is the third state. Es geht immer darum, sich von rechts nach links, links nach rechts und so weiter zu bewegen, bis wir uns in der Mitte zentrieren, in dem dritten Zustand. And in our subtle anatomy, we have such a beautiful metaphor that is not a metaphor at all. It is something that any yogi has experienced clearly. Und wir finden in unserer Anatomie solch eine wunderschöne Metapher, die eigentlich keine ist, denn jeder Yogi kann das erfahren. That we have one central channel of energy. Dass wir einen zentralen Kanal an Energiefluss haben. And around it there are two snake-like. You don't have snakes inside. You don't worry. Two snake-like columns that are entwined around this central column. Und dann gibt es da zwei schlangenartige Bänder, die sich um diesen zentralen Kanal wickeln. Aber keine Angst, ihr habt keine Schlangen in euch. So, and the whole idea is to abide, to shift to the central column. Und die ganze Idee ist, in diesen zentralen Kanal zu gelangen, in einem Ausgleich. But the central column is something unbelievable. Denn dieser zentrale Kanal ist etwas Unglaubliches. This third state means that you are both active and passive at the same time in everything you do and in everything you are. Denn was dieser dritte Zustand bedeutet, ist, dass du
passiv und aktiv zugleich bist, immer in allem, was du bist und was du tust. It means that when you're doing one thing, you are also doing the opposite. Das heißt, wenn du eine Sache tust, tust du gleichzeitig die andere. When you are expressing one quality, you are all at the same time expressing its other side. Wenn du eine Qualität zum Ausdruck bringst, bringst du automatisch und gleichzeitig die andere zum Ausdruck. And you are walking on a certain middle path that for our mind it's inconceivable. Und du bewegst dich auf einem mittleren Pfad, der für unseren Geist schon fast unfassbar ist. Because we always think in opposites. Denn wir denken nur in Gegensätzen. That's why many people, by the way, throughout history who were watching spiritual teachers in action, they got extremely confused. Das ist, warum gewöhnliche Menschen, wenn sie spirituelle Lehrer beobachten, sehr verwirrt werden. If I have any recommendation to you, never associate too closely with a spiritual teacher. Wenn ich euch eine Empfehlung geben kann, dann, dass ihr euch nie zu eng bei einem spirituellen Lehrer aufhaltet. Unless you want to get completely confused. Außer, dass ihr komplett verwirrt werden wollt. It's better to get like the fixed and stable statements and practices rather than seeing teachers in action. Es ist besser, irgendwelche klaren und definitiven Aussagen zu haben, als einen spirituellen Lehrer in Aktion zu erleben. A teacher in action can seem completely contradictory. Ein spiritueller Lehrer in seinen Handlungen kann sehr widersprüchlich wirken. A teacher could speak of this passion and then express something that seems like a complete passion. A teacher could talk about this passion and 5 minutes afterwards express something that is complete passion. Ein Lehrer kann über etwas sprechen ohne Leidenschaft und im nächsten Moment komplette Leidenschaft zum Ausdruck bringen. Something he could talk about complete letting go and then would exhibit something that seems like complete attachment. Dann unterrichtet er etwas, das komplettes Loslassen bedeutet und im nächsten Moment schon über etwas, das komplette Anhaftung beinhaltet. I always liked the story about Chuang Tzu. Ich mochte immer diese Geschichte über Chuang Tzu. Yeah, well translated. Yes. Amazing that it's also in German. Das habe ich gut übersetzt, klingt in Deutsch genauso. Chuang Tzu taught his students all his life. He was a Taoist, a Zen Buddhist master. Es war ein Zen-Meister und er unterrichtete seine Schüler immer Folgendes. and he taught all his life, his students, that life was an illusion, that the whole world was an illusion. Und zwar unterrichtete er sie beständig, dass das ganze Leben eine Illusion ist. Then his closest student died. Dann starb sein engster Schüler. And he stood over his grave and started to cry. Und er stand an seinem Grab und fing an zu weinen. And the students were completely puzzled. They came to him and said, "What are you doing?" Und die Schüler waren total verwirrt und kamen zu ihm und fragten, was tust du da? All your life you were teaching us that the world was an illusion. So why would you cry now? Dein ganzes Leben lang hast du uns unterrichtet, dass das Leben eine Illusion ist und jetzt weinst du über den Tod. Then he
Yes, I know, but what can I do? The tears, they just fall by themselves. Und er sagte, ja, aber was soll ich da tun? Die Tränen kommen einfach von selbst. So we cannot understand such a behavior because we think in a dual way. We think in a linear way. Und dann verstehen wir solches Verhalten nicht, weil wir dual denken, auf duale Art und Weise. We think that if there has to be a certain dogma, one should follow it. Dann hören wir ein bestimmtes Dogma und meinen, dem müssen wir jetzt folgen. But our enlightened state is not a dogma. Doch unser erleuchteter Zustand ist kein Dogma. It's not the teachings that are taught, it's life. Es sind keine Lehren, die vermittelt werden, sondern das Leben selbst. It means you are life, you are fire and you are water, you are passion, you are dispassion, you are attachment, you are non-attachment. Das bedeutet, dass du lebendig bist. Du bist Feuer und Wasser zugleich, Anhaftung und Nichtanhaftung, Leidenschaft und Leidenschaftslosigkeit. Personal, impersonal, caring, careless. Persönlich, unpersönlich, dich kümmernd und absolut unbekümmert. Surrendered and independent. Dich hingebend in Demut und komplett unabhängig. Controlling and in completely let go. Kontrollierend und im kompletten Loslassen zugleich. And I could go on and on and on. Und ich könnte das endlos fortführen. Because what we're trying on the spiritual journey is to be life. Denn was wir auf unserer spirituellen Reise versuchen, ist das Leben selbst zu sein. It means to go beyond the opposites of our concepts. Und das bedeutet, über die Gegensätze unserer Konzepte hinauszugehen. You cannot leave a concept. Du kannst ein Konzept nicht verlassen. Try to leave the concept, the world is an illusion. Versuche das Konzept hinter dir zu lassen, dass die Welt eine Illusion ist. If you're honest, after 2-3 days you will realize that you become so awkward, so ridiculous. Wenn du ehrlich bist, nach 2-3 Tagen wirst du dann so seltsam und so lächerlich. Because you cannot walk in a human form, respond to people and say that the world is an illusion. Denn du kannst dich nicht als Mensch in der Gesellschaft bewegen und sagen, dass die Welt und das Leben eine Illusion ist. You say, if you say it inside the illusion, probably you take seriously the illusion because this enables you to say that. Do you understand? Wenn du das in der Illusion sagst, dann kannst du das vielleicht sagen, weil die Illusion dir das ermöglicht, das zu sagen. It's impossible to live a concept. Es ist nicht möglich, ein Konzept zu leben. And whenever we try to live according to a concept, we hit this wall, which is your right wall right now. Und wann immer wir versuchen, ein Konzept zu leben, dann laufen wir gegen eine Wand. The red wall. Zum Beispiel gegen diese rechts von euch, das ist die rote Wand. And then you say, oh my God, this is not, can't be right. And then you move to the other wall. Und dann denkt ihr, dass irgendwas stimmt nicht, das kann nicht richtig sein. Und dann geht ihr in die andere Richtung und lauft gegen die andere Wand. Left wall, the blue wall. Die linke, die blaue Wand. And this is what we do throughout life. Und das machen wir unser ganzes Leben lang. We say, I need to be passionate and to succeed in life. Wir sagen, ich muss Leidenschaft leben und erfolgreich und alles werden im Leben. I want to achieve things and to reach certain things. Ich möchte Dinge erreichen und bestimmte Dinge umsetzen im Leben. Then shortly after we are in a burnout. Und kurz danach sind wir in einem Burnout. Angry, frustrated. Wir sind wütend und frustriert. We are over fiery. Wir haben zu viel Feuer in uns zugelassen. We become married to our action. Wir haben uns mit unseren Aktionen verheiratet. And very soon we realize that we have missed so many things in life. Und schon bald müssen wir erkennen, dass wir so viele Dinge im Leben nicht gelebt haben. You know these Hollywood movies when the hero is always
is a workaholic, and then at the end of the movie he realizes the beauty or the importance of family life and and appreciation. Kennt ihr diese ganzen Hollywood-Filme, in denen die Zentralfigur diese überarbeitete Person ist und am Ende des Films erkennt sie den Wert des Familienlebens und anderer Dinge? It's because we hit the red wall, then we say, okay, that was all a mistake. I will move to the blue wall. Das passiert, wenn wir gegen die rote Wand laufen und erkennen, okay, das war ein Fehler, dann drehen wir uns um und laufen gegen die blaue Wand. Then the blue wall, we start feeling passive. Dann fühlt sich diese blaue Wand irgendwann passiv an. Our energy sinks. We begin to be over vulnerable. Und dann sinkt unsere Energie zu stark und wir fühlen uns zu sehr verletzlich. We feel already at a certain point unable to walk out of the house. Irgendwann fühlen wir uns sogar vielleicht unfähig, aus dem Haus zu gehen. Everyone feels brutal. Alles um uns herum fühlt sich so brutal an. I had a friend who told me that he was in a monastery for 2 years or something, I think in a Buddhist monastery in Thailand. Ich habe einen Freund, der erzählte mir, der war 2 Jahre lang, glaube ich, in einem buddhistischen Kloster in Thailand. So he told me that when the monks they needed to go to shop in the market to bring fruits and vegetables. Und er erzählte, wenn die Mönche nach draußen mussten, um Früchte und Gemüse einzukaufen auf dem Markt, they would come back after the market and they would say, "Oh my God, all this samsara." Oh. dann kommen sie zurück in das Kloster und sagen, mein Gott, all dieses Leiden und Samsara. They already couldn't handle regular life. Das heißt, schon mit diesem bisschen normalem Leben, in Anführungsstrichen, konnten sie nicht umgehen. Because they refined themselves too much. Und sie haben sich zu sehr verfeinert. And we need to be rough and tender at the same time. Und wir müssen roh und weich zugleich sein. Rau und weich. Ambitious and in complete let go. Ambitioniert und im kompletten Loslassen zu können. How can you do that? Aber wie schafft man das gleichzeitig? We only know what it means when I'm ambitious. Then I need to gather all my forces to start struggling to overcome obstacles. Wir wissen nur, wie es sich anfühlt, ambitioniert zu sein, und dann kämpfen wir und überwinden Hindernisse. That's why some meditations, like transcendental meditation, which I really appreciate, thrive. Und deswegen blühen und gedeihen Meditationen wie transzendentale Meditation, die ich auch sehr schätze. Because they tell a person, don't change anything, just take this meditation 20 minutes a day, like taking a certain capsule, and you will feel more balanced. You will add this blue wall. Und die sind so berühmt und bekannt und beliebt, weil sie sagen, du musst eigentlich nichts ändern, meditiere nur 20 Minuten und das ist wie eine Kapsel der blauen Wand, die du in deinen Alltag integrieren kannst. How can we be ambitious, do everything we can, and still be in a let go and in harmony with our surroundings? Also wie können wir diese Ambition aufrechterhalten und alles tun, was wir tun sollen und möchten, und trotzdem in einer kompletten Entspannung und Haltung des Loslassens sein? So first of all, the key is to realize in meditation this middle point between full consciousness and awareness and complete relaxation. Und der erste Schritt dahin ist, in unserer Meditation diesen Zwischenzustand kennenzulernen zwischen totaler Entspannung und absoluter Wachsamkeit.
Usually when I'm alert, awake, I'm also tense. Für gewöhnlich bin ich angespannt, wenn ich wach bin. Why? Because I think I need to be alert of something. Warum? Weil ich meine, ich muss wegen etwas wachsam sein. I don't even grasp what it means to be awake for no reason. Ich kann nicht mal greifen, was es bedeuten soll, wachsam aus keinem bestimmten Grund zu sein. And when I relax and let go, I become disoriented, passive. Und wenn ich mich entspanne und alles loslasse, verliere ich die Orientierung und werde zu passiv. Now try to be in this meeting. This is, by the way, why I like meditating while talking. Und versuche das jetzt in diesem Treffen auch, und deswegen mag ich es zu meditieren und zu sprechen. Because in this way we communicate, we are with our eyes open, and still everything we say here is meditation. Denn so lernen wir schon wach zu sein, indem wir unsere Augen offen haben und trotzdem meditieren. Denn was wir hier tun, ist Meditation. The secret is that the passive part is our ground. Das Geheimnis ist, dass der passive Teil unser Fundament ist. It's our background for everything. Es ist der Hintergrund für alles, was wir tun. These are not two walls. Und das sind keine zwei Wände mehr. The passive part, the quiet part, the relaxed part is the floor. Dann ist der passive, der entspannte und der stille Teil der Fußboden, der Boden unter unseren Füßen. It's what you walk on, Das, worauf wir gehen, what you stand on. worauf wir stehen. That is why it is very important to start our day with meditation. Deshalb ist es sehr ratsam, unseren Tag mit Meditation zu beginnen. Even 5 minutes, 10 minutes. Selbst 5 oder 10 Minuten. To consciously invite silence as the ground of activity. Um ganz bewusst Stille als den Grund unserer Aktivitäten einzuladen. Just like the way we meet here. In der Art, wie wir uns hier auch treffen. We exchange ideas constantly, Wir tauschen Ideen miteinander aus, permanent, but on the ground of silence. aber mit der Grundlage der Stille. The easiest is to let go of one of the two extremes. Es ist das Leichteste, eins der beiden Extreme einfach beiseite zu lassen To take only one side. und sich nur für eine Seite zu entscheiden. And this is what we do. When we concentrate on achieving something, we become hard. Und das ist das, was wir für gewöhnlich tun. Wenn wir uns entscheiden, uns auf etwas zu fokussieren, was wir tun, dann werden wir hart. Because we think that in the world we need to push, like in the survival of the fittest. Denn wir meinen, in der Welt müssen wir uns durchsetzen, wie ein Konzept des Überlebens des Stärkeren. We don't know what it means to be assertive but not aggressive. Wir wissen nicht, was es heißt,
bestimmt zu sein, aber nicht aggressiv. Willful but not angry. Absichtsvoll und voller Wille, aber nicht wütend. Oder Determined but not pushy. entschlossen, aber nicht aggressiv. And don't think you are going to get this in one talk. Und seid jetzt nicht der Meinung, ihr versteht das in einer Runde, die wir hier sprechen. This is the whole wisdom of life. If you learn that, you are a master. This is the meaning of the term master. Dies ist die gesamte Bedeutung des Lebens und im Leben. Wenn ihr das schafft zu meistern, dann seid ihr wahre Meister. The master is the one who masters the opposites. Denn der Meister ist jemand, der die Gegensätze meistern und balancieren kann. Who knows how to be ambitious and relaxed at the same time. Der es versteht, ambitioniert und entspannt zur selben Zeit zu sein. How to be a strong and independent individual and at the same time completely loving. Ein starkes und unabhängiges Wesen zu sein und zur selben Zeit komplett liebend und demütig. So feel this central channel of your being. Fühlt also jetzt hinein in diesen zentralen Kanal eures Wesens. Where you are neither active nor passive. Wo ihr weder aktiv noch passiv seid. Neither silent nor conscious. Weder still noch ganz bewusst. You are a third thing. Ihr seid dieser dritte Zustand.
Now let's see if you have questions. Dann lade ich euch jetzt gerne ein, Fragen zu stellen. Yes. I'm trying to understand this middle point or this middle way, and I was wondering if there are phenomena in... You are trying effortlessly to understand. I'm trying right? effortlessly, completely passionately, but Yes. to feel this middle way. Yes. I was wondering if there is... I know that in the subtle anatomy there is an example for that, but are there more examples in the body or in nature or in other phenomena of the world that can give this feeling of being the feminine and the masculine at the same time? Ich versuche diesen Mittelweg zu verstehen und Shai fügte noch zu, du versuchst ihn mühelos zu verstehen. Und ich frage mich, ob es in der noch andere Beispiele gibt, die das veranschaulichen in der Natur oder in anderen Bereichen des Lebens. Well, first of all, I think the most striking example is these two. Aber eines der auffallendsten Merkmale sind unsere beiden Augen. And this one. Und der Punkt zwischen den Augen. This is what we call the third eye. Was wir das dritte Auge nennen. Because the third eye is an eye that is beyond the two eyes. Denn das dritte Auge ist ein Auge, das jenseits der zwei Augen ist. In the subtle anatomy, the right eye ordinarily represents the eye that is in contact with the world. In der feinstofflichen Anatomie repräsentiert das rechte Auge für gewöhnlich das in der Kontakt mit der äußeren Welt ist. The outgoing eye. Das nach draußen schauende Auge. And the left eye is the introvert, the one that looks into oneself. Und das linke ist das Introvertierte, das was eher nach innen schaut. Interestingly, in enlightenment, the dominance of the eyes switches sides. Interessanterweise in einem Zustand der Erleuchtung tauschen diese beiden Augen ihre Rollen. And if you look very closely at eyes of spiritual teachers, you can see this interesting phenomena. Wenn ihr ganz genau in die Augen von erleuchteten Meistern schaut, könnt ihr dieses Phänomen vielleicht erkennen. That the eye that is usually the eye that is outgoing becomes ingoing, and the other way around. Das ist das Auge, was für gewöhnlich nach außen schaut, nach innen schaut und andersherum. The eye that is meant to look at the objects of the world now suddenly looks inwardly. Das Auge, was für gewöhnlich die Objekte der äußeren Welt betrachtet, schaut nun nach innen. And the eye that ordinarily looks inside suddenly looks outside. Und das Auge, was für gewöhnlich nach innen schaut, schaut nun nach draußen. But much more important than that is the third eye. Doch noch bedeutender als das ist das dritte Auge. Which has quite a strange reputation of being connected to, I don't know, visions and intuitions and seeing angels. Was einen etwas seltsamen Ruf genießt, alle möglichen Visionen erblicken zu können und Engel und andere Wesen. While really what it is about is spiritual wisdom of the middle point. Wobei es in Wahrheit darum geht, um die spirituelle Weisheit des mittleren Weges. Because the third eye is the representation of transcendence of thought. Denn das dritte Auge repräsentiert das Transzendieren der Gedanken. You go beyond the way your thinking works. Ihr geht über eure gewöhnliche Art des Denkens hinaus. And this is again, let's try this. Please right now be completely humorous
and abide in a complete laughter at the meaninglessness of life. Lasst uns mal dies jetzt versuchen. Seid mal komplett lustig und humorvoll und seid in der Wahrnehmung des Humors im Leben. And at the same time, I'm asking you to be completely serious, engaged, and take deadly serious what I'm saying right now. Und gleichzeitig bitte ich euch, komplett ernst zu sein und sehr ernsthaft dem zuzuhören, was ich gerade sage. What can your thought do with this Was können instruction? eure Gedanken damit anfangen? Right? This is where we get the wrinkles. Das ist, wo wir unsere Augenbrauen rümpfen. We think that if we try very hard to understand something, then we understand it. Wir denken, dass wir uns, wenn wir uns sehr anstrengen, etwas zu verstehen, es verstehen können. The more we wrinkle our eyebrows, the less we understand. This is the fact. Je mehr wir aber unsere Augenbrauen zusammenziehen, desto weniger verstehen wir. Das ist der Effekt. Because understanding, real understanding, is a strange combination of complete ease and complete intelligence. Denn wirkliches Verstehen ist eine seltsame Kombination totaler Entspanntheit und totaler Wachsamkeit. To understand, you need to be wide open, receptive, Um wirklich zu verstehen, musst du ganz offen und empfänglich sein, but also deeply concentrated. aber auch zutiefst konzentriert. This is crazy Und das ist verrückt, to our thought. zumindest für unsere Gedanken. To the third eye, this is its language. Für das dritte Auge ist das seine Sprache. Now, please understand, the third eye is also the meeting point of the two snake-like columns. They go all the way until they meet here. And that says a lot. Dabei müsst ihr noch verstehen, dass das dritte Auge auch der Punkt ist, in dem sich diese zwei schlangenartigen Säulen schließlich treffen und vereinen. Because it takes the blue energy, the moon energy, and mixes it with the sun energy, and you get some Buddha. Es nimmt diese blaue Mondenergie und mischt sie mit der Sonnenenergie und wir erhalten daraus etwas, was Buddha ist. Try to watch these extremes also in your life. Versucht auch diese beiden Extreme in eurem Leben zu beobachten. And then try to imagine yourself doing exactly the same, but bringing the opposite energy. Und dann stellt euch vor, ihr macht genau das, was ihr tut, bringt aber die entgegengesetzte Energie da hinein. Maybe at work, for example, you usually become concentrated, hard, and harsh in a way. Wenn ihr auf Arbeit angespannt und zu konzentriert seid und auf eine gewisse Art und Weise grob werdet, So then just see what happens when you bring the opposite energy while not erasing the activity. You see? dann schaut, was passiert, wenn ihr die entgegengesetzte Energie da hineinbringt, ohne die ursprüngliche Energie auszulöschen. Our problem is that we erase the activity. Unser Problem ist, dass wir die Aktivität ganz auslöschen. We say, okay, this activity brings me to tension. It doesn't work. Und dann sagen wir, okay, diese Arbeit, die macht mich angespannt, also mache ich das nicht. But then what brings me to tension is only my lack of silence, you see? Nothing else. Was mich in diesem ungesunden Zustand der Anspannung sein lässt, ist ein Mangel an Stille. So it's an internal problem, not external. Es ist also ein internes Problem in mir, kein äußeres. You know, there are many runners who describe this phenomena in which they run and run and run, and at a certain point they reach a shift of momentum. Da gibt es viele Läufer, die diesen Moment beschreiben. Sie laufen und laufen und irgendwann
ändert sich ihre Wahrnehmung. And in the midst of the intense running, this breathless running, they enter complete silence. Mitten in diesem atemlosen Rennen, in dieser Aktivität, betreten sie vollkommene Stille. Nothing happens. Und auf einmal passiert nichts mehr. When you reach a state in which you run throughout life and still nothing happens, please don't come to my Satsang. Und wenn ihr das im Leben erreicht, dass ihr durch euer Leben rennt und trotzdem passiert nichts wirklich, dann braucht ihr nicht mehr zu meinen Satsangs kommen. Yes, please. Thank you, because for the third eye, because in meditation often I see a reddish and a blue light circling the third eye, changing, pulsating. Okay. And maybe you comment shortly if this is the male and the female or the passive and active energy, or what happens in this state. So what you're describing is that you, in meditation, you see like It is like in my third eye. alternating. Pulsating, Yes. blue is opening, and then from the center comes reddish opening, and then again blue opening. It's like a pulsating continuum of the two colors. Pulsating. Und was du über das dritte Auge gesagt hast, ist interessant, denn in der Meditation merke ich oft, wie ich in meinem dritten Auge ein rotes und ein blaues Licht sehen kann, was pulsierend immer abwechselnd erscheint. Zu sagen, ob das mit dem männlichen, weiblichen Prinzip zu tun hat. What you're describing is an awakening of these two columns, that they actually meet. Was du beschreibst, ist ein Erwachen dieser beiden schlangenförmigen Säulen und dass sie sich treffen. We begin to become aware of these subtleties of subtle anatomy. The more we mature. Wir werden diesen Eigenschaften des feinstofflichen Körpers immer mehr gewahr, je mehr wir reifen. Then we begin to realize that red and blue and the two columns and central column, they are not metaphors. Und dann erkennen wir, dass diese ganzen Konzepte von Rot und Blau und dem zentralen Kanal keine Metaphern sind. But actually reflections of an awakening. Sondern Widerspiegelungen eines Erwachens. They are not awakening, of course, but they are reflection of awakening. Sie sind nicht das Erwachen selbst, aber sie sind Spiegelungen davon. So continue Also until the blue and the red they merge in this column of gold and white. bis Blau und Rot in diesem Kanal von Gold und Weiß verschmelzen. A question from an online friend. Perhaps first read it also in German. Ich habe eine Frage, und zwar, gibt es eine Hölle? Ist es nicht so, dass man durch den Geist, der man selbst ist, sich für den Himmel oder die Hölle aufopfert und das jeweilige in der Ewigkeit erblickt? I have a question. Is there hell? Because Is there what? Is there hell? Like Okay. heaven and hell? Because as I understand, is that mind, which is our self, has to sacrifice either for heaven and hell, which I then see from eternity,
Can I get a second version? Yes, yes, is there hell? That I got. Yeah. But the second part? In Deutsch ist die schräg die Frage. Also in German it's a bit confusing. Yes, sometimes we try to express ideas, but they come confused a bit, but or at least to the listener. So please try to again explain, and then I will work with it. I have to make a telepathic connection to the to the question. Just try again. Okay, he's writing, is hell existing, basically? And isn't it right that that I myself, through my mind, which is me, basically, Creating heaven and earth and hell? yeah, like I have to decide or I have to sacrifice myself for one or the other. And I see it from eternity, from the point of view of eternity. Okay, I will try. Thank you. The name is Johan? Yeah. Yes, okay. Hello. So, of course, the question whether there is a hell after death, I will leave you to discover. Die Frage, ob es eine Hölle gibt, für dich, ich dir überlassen, zu entdecken. You know, we should leave some room for adventure. Wir sollten auch ein bisschen Raum für Abenteuer noch lassen. To close our eyes, there are three major possibilities, right? Denn im Grunde gibt es ja drei Hauptmöglichkeiten. One, nothing happens. Einmal, dass nichts passiert. And then anyone who believed that there is an afterlife was mistaken. Und jeder, der meint, es gibt ein Leben nach dem Tod, wird enttäuscht. But they would never get to know that. Aber das werden sie dann ja nie erfahren. Which is great, basically. So it's Was wiederum super ist. yes. So in terms of psychological benefit, it's better to believe that there is something great waiting. Also aus psychologischer Sicht ist es vorteilhaft zu glauben, dass da etwas Großes auf uns wartet. Second, you close your eyes. Shortly after, you are transcending to heaven, glorious light, Jesus, everyone surrounds you, applauds, all this, yeah. Die zweite Möglichkeit ist, dass du die Augen das letzte Mal schließt und du betrittst ein Licht und Wolken und himmlische Wesen umgeben dich und du siehst Jesus und alles. The third one is, at least for some of us, you close your eyes, you realize that you're actually moving to a worse realm than this. Und einige von uns stellen vielleicht fest, dass sie die Augen schließen und sich in einen noch schlimmeren Bereich bewegen, als in dem sie jetzt schon sind. And there you are informed that this was heaven. Und dann wirst du praktisch informiert, dass das hier der Himmel war. You come back and it's terrible and you say, what's going on? This is hell. And then they say, how was it in heaven? Could you tell us? Und dann gehst du in die Hölle und stellst fest, das ist die Hölle und die Leute aus der Hölle fragen dich, wie war es denn im Himmel? Then you realize that with all your waiting, you're actually wasting all your life thinking that you would go to a better place. Und dann stellst du fest, dass du dein ganzes Leben lang darauf gewartet hast, an einen schöneren Ort zu kommen. So, let's say, if there is a hell, it cannot be worse than what we are creating with our minds. Ich möchte es mal so ausdrücken, dass wenn es eine Hölle gibt, kann sie nicht schlimmer sein als das, was wir mit unserem Geist erzeugen können. And this is because if you are in hell and you are a Buddha, you are not in hell. Und es ist auch so, dass wenn du in der Hölle bist, aber ein Buddha, dann bist du nicht in der Hölle. You are in heaven. Dann bist du im Himmel.
in both cases, whether there is an external hell or not, the question is only internal. In beiden Fällen, ob es eine externe Hölle gibt oder nicht, die Frage bezieht sich immer nur auf dein Innenleben. It's what you make of the place. Es geht darum, was du aus diesem Ort wie auch immer machst. If you don't differentiate, you're anywhere in heaven. Wenn du keine Unterschiede machst, dann bist du sowieso im Himmel. Because please understand, also heaven could be a hell. Denn bitte versteht, auch der Himmel kann zur Hölle werden. Right? Ist das nicht so? Imagine you are reaching these fluffy clouds. Stellt euch vor, ihr gelangt an diesem Ort an mit all den fluffigen Wolken. You know, playing with the angels ping pong. Ihr spielt mit den Engeln Tischtennis. Maybe some tennis, maybe there are some social activities. Vielleicht gibt es auch Minigolf oder andere Aktivitäten. And it's all surely with Mormons and with really righteous people. Und all das mit wirklich heiligen Leuten. Everyone is smiling all the time. Und alle lächeln die ganze Zeit. You can't enter any drama, any friction. Es gibt keine Reibung und kein Drama, an dem du dich beteiligen könntest. Because you immediately get a lollipop and then you're meant to relax. Denn du bekommst direkt einen Lutscher und weißt, du musst dich nur entspannen. This is hell Das to me. kann auch Hölle sein, für It's mich like zumindest. a place where everything is good, Ein Ort, an dem immer alles gut ist. everything is beautiful and for eternity. Alles ist wundervoll und das für die Ewigkeit. Why would I go to such a place? Warum sollte ich an solch einen Ort wollen? It's like being on vacation. Das ist wie in Urlaub zu sein. Imagine that you went to a perfect vacation place. Stell dir vor, du fährst in deinen perfekten Urlaub. Everything works perfectly. Alles funktioniert reibungslos. But then it's after the 1 week of the paid for vacation, it continues. Aber dann, nachdem der Urlaub eigentlich zu Ende sein müsste, geht er einfach weiter. And you realize that you can't leave the vacation place. Und du stellst fest, dass du diesen Urlaub nie wieder entrinnen kannst. Every day you wake up and every day there is the sea, there is the beach, there is the guys that are smiling, there is the pina colada. Everything is like exactly perfect. Jeden Tag wachst du auf und bist umgeben von diesen tollen Menschen, bist am Strand mit deiner Pina Colada und alles ist immer perfekt. So what I'm saying, sometimes hell is more interesting. Was ich also sage, ist, dass die Hölle manchmal interessanter sein kann. And in both cases, the whole question is the quality of your mind, the quality of your consciousness. Und in beiden Fällen ist immer die Frage, wie die Qualität deines Bewusstseins ist. We are meant to not to be in hell or in heaven. Wir sind nicht dafür gedacht, weder in der Hölle noch im Himmel zu sein, But to transcend both. aber über beide hinauszugehen. Our job anyway, and will always be, to be exactly the same everywhere. Unser Job ist sowieso und wird immer sein, beides gleichzeitig zu sein, überall. The enlightened being in a vacation place is completely awake while everyone is just daydreaming. Das erleuchtete Wesen ist in einem perfekten Urlaub komplett wachsam, während alle total entspannt sind. And in a marketplace where everyone is tense, the enlightened one is completely relaxed. Und im Getümmel des Alltags, wo alle unter gewisser Anspannung stehen, ist er vollkommen entspannt. Because when there is a complete relaxation, everyone falls asleep. Everyone daydreams. Denn wenn da komplette Entspannung ist, fallen alle in einen Schlaf oder einen Tagtraum.
And in complete tension, everyone becomes rigid and hard. Und in völliger Anspannung werden alle angespannt, fest und hart. So naturally, even if there are heaven and hell, afterlife, it means nothing. It should mean nothing to us. Selbst wenn es so ist, dass da entweder Himmel oder Hölle auf uns warten, für uns sollte das keine Rolle spielen. Because we are ideally destined to become not angels but Buddhas. Denn idealerweise sind wir nicht dazu bestimmt, Engel zu werden, sondern Buddhas. Even there, the only question would be, what are we going to do with ourselves now? Und am Ende wirft uns das wieder auf die Frage zurück, was tun wir mit uns selbst jetzt? This place is not a hell and not a heaven. Dieser Ort hier ist weder Himmel noch Hölle. When we are distressed, it looks like hell. Wenn wir unter Anspannung stehen, sieht es wie die Hölle aus. We hate people. Wir hassen Menschen. We get images of Donald Trump everywhere. Wir sehen überall die Meldung über Donald Trump. We see wars, we see violence, we see anger, we see the brutality of men. Wir sehen Krieg und Verzweiflung und den Hass der Menschheit. We begin to think of how lousy this place is, how vicious it is. Und wir bekommen den Eindruck, dass dieser Ort einfach sehr vergiftet ist auf gewisse Art. And when we are happy, Und wenn wir glücklich sind, we only see the smiling people, dann sehen wir nur die lächelnden Menschen, the beauty of the sky, the great figures that visited this earth. die Schönheit des Himmels und all die großartigen Menschen, die auf dieser Erde walten. What a wonderful opportunity it is to live. Und was für eine herausragende Möglichkeit es ist, am Leben zu sein. So, is there a world, really? Also gibt es da wirklich eine Welt? No, the world is an empty canvas. Die Welt ist zunächst einmal eine leere Leinwand. You paint your moods on it. Ihr malt darauf eure Stimmung. And the question is, what happens when you paint nothing? Die Frage ist, was passiert, wenn ihr gar nichts malt? This is reality. Das ist Realität. Beyond good and bad. Jenseits von gut und schlecht. I have no idea whether I have answered, but I do hope that I did. Keine Ahnung, ob ich die Frage jetzt so beantwortet habe, wie sie gemeint war. Thank you for the question. Danke aber für die Frage. Was that a raised hand? Of course, yes. I wonder, after all you said, understanding that the enlightened state is the transcendence of left and right, male or female energy, or the sum of them in a more developed way.
still, when we look at enlightened beings, they tend to display or express or manifest most of the time more kindness and benevolence and unconditional love. They have the tendency to share a very positive state, and it doesn't seem very. They don't really display so much the contradictions. They are more like one thing, or it's more dominant. And I wonder what's that like? Why is that so? Ich frage mich, ob ich richtig verstanden habe, dass du beschrieben hast, dass wir über diese zwei Prinzipien hinausgehen in einen dritten Zustand, und dabei beobachte ich viele erleuchtete Meister oder erwachte Menschen, wo es so scheint, als ob sie sich mehr in dem einen Zustand aufhalten, nämlich dem liebevollen und dem verbundenen, und also als ob sie mehr die eine Seite zum Ausdruck bringen und nicht so sehr wechseln zwischen den beiden. So the question is, if I summarize, that when we watch enlightened beings, enlightened teachers, they usually exhibit more kindness, love, compassion, yes? And so they don't show a contradiction, right? Yeah, and even if they are very active or very dominant, it would still have this positive energy around it. It's always very positive. Ja, also selbst wenn diese Meister in einer sehr zielgerichteten Aktivität und Aktion sind, hat es immer diese liebevoll verbundene Qualität und nicht das krasse Gegenteil. Please pay attention. I didn't say that the red side means anger, possessiveness, overambition, and aggression. Dazu muss ich betonen, dass, wenn ich über die rote Seite gesprochen habe, das nicht bedeutet, dass sie aggressiv, fordernd und dergleichen ist in diesen Qualitäten. This is the unbalanced red side. Das ist der Ausdruck einer unbalancierten roten Seite. When people have this imbalance on the red side, for example, in the spiritual journey, they begin to become, they want to get enlightened. Wenn Leute auf dem spirituellen Weg diese Unbalance haben, dann zeigen sie Qualitäten davon, dass sie Erleuchtung unbedingt erreichen wollen. They become really tense in their wanting. Sie werden sehr angespannt in ihrem Wollen. So there is the unbalanced expression of it, but the awakened expression of it is actually completely harmonious. Also es gibt diesen unbalancierten Ausdruck der roten Seite, aber die erleuchtete Variante ist sehr harmonisch. So what we're saying is take the balanced aspect of the right side, mix it with the balanced aspect of the left side. Es geht also darum, den balancierten Aspekt der rechten und linken Seite zum Ausgleich zu bringen. And then you reach, of course, it's mostly a perfect positivity. Und dann erreichst du schon einen Zustand, der sich vorwiegend in positiver Art ausdrückt. I'm saying mostly because there is no being that is 100% of the times and moments that is patient and without even the slight trace of anger. This is not a real story. Yes. Ich sage vorwiegend, weil kein menschliches Wesen wirklich zu 100% immer geduldig und alles ist, ohne ein Anzeichen von anderen Qualitäten dabei. But even then it has limits. It's never something that becomes ugly or, I don't know, it still has a certain perfume, a certain fragrance, even anger. Doch selbst wenn Ärger und Ähnliches in diese Qualitäten hineinkommt, dann nimmt es nie überhand. Es hat immer diesen Duft von etwas Feinerem. So
this central column takes all the good qualities from both sides and mixes them. Der zentrale Kanal nimmt also nur die guten und harmonischen Aspekte beider Seiten und mischt sie. It takes the humor, it takes the compassion, it takes the meditation, mixes them with ambition and strength and independence. Es nimmt den Humor und das Mitgefühl und die Meditation und mischt sie mit Ambition und einer gewissen Spannung. And then you don't feel, when an enlightened being is ambitious, you don't feel it like you feel with others. It doesn't feel like metal, you see. Wenn eine solche Person dann sehr zielgerichtet und ambitioniert handelt, dann fühlt es sich nicht so kühl an, nicht so wie Metall, wie bei anderen Menschen. It doesn't have the fragrance of the world. Es hat nicht diesen Beigeschmack der Welt. Because whatever it is, as great the ambition as it may be, it always falls back to silence. Denn so ambitioniert das Vorhaben auch sein mag, was verfolgt wird, es fällt immer wieder in die Stille zurück. This makes everything cool, you see. Das lässt alles kühler werden. So it could be a strong energy and still feel like a breeze. Es kann also eine sehr kraftvolle Energie dahinter stecken und trotzdem fühlt sie sich wie eine Brise an. Any last question? Gibt es noch eine letzte Frage? Wait, let's give Any last question? Let's see, perhaps there will be the two. Yes, please. Yeah. It's very impressive that you are able to be the translator and ask a question. I'm impressed. Yes. I have this image got to my mind that the mind is this red fiery element, and the heart is a kind of opposite, like this softness. And because I experience a lot of times that my heart and my mind are doing this negotiation. Can you say something about if the comparison is fitting or if it's another way? Now translate yourself. Ich erfahre oft, dass sich der Geist für mich wie dieses rote, feurige Element anfühlt und das Herz wie dieses weiche, weibliche Mondprinzip. Und ich möchte wissen, ob das richtig ist, dass die beiden auch einen Austausch vollziehen, ob dieser Vergleich stimmig ist oder wie er das sieht. To a certain degree, of course. Zu einem gewissen Maße, ja. The heart is the soother,
the element that immerses everything in love. Das Herz ist das Element, was alles weicher macht und in Liebe taucht. And love is an essential layer of our being, just as silence is. Und Liebe ist so ein essentieller Teil unseres Wesens, wie es auch die Stille ist. You cannot be without love. Du kannst ohne Liebe nicht sein. However, in terms of subtle anatomy, it is more complex. Jedoch ist es in Bezug auf die feinstoffliche Anatomie etwas komplexer noch. Because the heart also has its fire on the right side. Denn auch das Herz hat auf seiner rechten Seite das Feuer. And the mind also has its blue side. Und der Geist hat auch seine kühle linke Seite. You see, because the heart has a love. Love, for example, love is acceptance. This is the love of the left side of the heart. Denn diese Akzeptanz und Liebe des Herzens, das ist seine linke Seite. This is where we accept ourselves, we accept everyone, we are motherly. Dort akzeptieren wir uns und jeden anderen und sind sehr mütterlich zu uns. But the heart also has its right side, which is its sense of mission in the world. Doch auch das Herz hat seine rechte Seite mit seinem Sinn für eine Mission im Leben. And the activism, the tremendous caring that leads it to action. Und dieser Drang nach Aktion, um Dinge in der Welt umzusetzen, im Sinne des Herzens. So here is love in action, here is love in repose. Und hier, auf der rechten Seite ist das Herz also in Aktion und auf der linken Seite eher im Rückzug. And here we have the mind that is active, engaged, understands and thinks. Und die rechte Seite unseres Geistes ist diese aktive, denkende, sich involvierende Seite. But also the mind has its own small and sweet water, cool lake. Doch auch der Geist hat diesen süßen, stillen Teich, der er sein kann. Where you can put your thinking mind and you bath it in this lake and it cools down and it feels fresh. Wo du deinen heißen, denkenden Geist auf die linke Seite hinübernehmen kannst und ihn abkühlen kannst in diesem See und ihn sich erfrischen lassen kannst. We call this meditation. Und das ist, wie gesagt, was wir Meditation nennen. Meditation is the left side of the mind. Meditation ist die linke Seite des Geistes. So we need to understand each aspect of our being has its own fire and its own cooling element. Wir sollten also verstehen, dass jeder Aspekt unseres Wesens seine rechte und linke Seite hat. In this we are a symphony. Und darin sind wir wie eine Sinfonie. A symphony of life with so many qualities and so many capacities to reach a marvelous balance. Sinfonie des Lebens mit so vielen Aspekten und Qualitäten und die eine herausragende Balance erreichen kann. And this balance is enlightenment. Und diese Balance ist Erleuchtung.
let's just close our eyes for a moment to breathe into the center of our being, this line that is just in the middle. Lasst uns jetzt unsere Augen schließen und einmal tief in diesen zentralen Kanal atmen, der unsere Mitte darstellt. Very good. Sehr gut. Good night. Gute Nacht. I'm thanking for your right side and for your left side for joining this talk.